Warum hat Sony uns mit der PS5 angelogen? Denn 2 Jahre nach Release ist eins der größten Werbeversprechen von Sony mit der PS5 immer noch nicht eingelöst worden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man am Anfang genau über dieses Feature sich ziemlich gefreut hat und sich dachte, wow, das kann die PS5. Und das Problem ist, es steht sogar groß auf der Packung. Leider kann die PS5 das heute, 2 Jahre nach Release, wie gesagt, immer noch nicht. Und ich sehe da schon so langsam ein kleines Problem mit diesem Thema, denn ich finde, Sony müsste da so langsam in die Pötte kommen und dieses Feature einführen. Bevor es weitergeht, ein kurzes Danke an den Sponsor des Videos, Opera GX. Das ist ein Webbrowser, speziell fürs Gaming. Ich habe Opera GX jetzt schon seit einiger Zeit, einfach weil es Features hat, die sonst kein anderer Browser hat. Ihr könnt euch eigene Profile für das Surfen anlegen, wo Privatsphäre groß geschrieben wird. Unter GX Profiles legt ihr euch zum Beispiel ein Profil an, wo es egal ist, ob das andere sehen. Oder ihr legt ein privates Profil an, wo alle Browserdaten am Schluss der Sitzung automatisch gelöscht werden. Oder ihr erstellt euch ein Profil, das auch auf dem letzten Kartoffel-PC läuft. Die neuen Profile könnt ihr entweder auf dem Desktop oder in der Taskleiste aufrufen. Dabei ist es auch sehr praktisch, dass ihr im Hot Tabs Killer ressourcenhungrige Tabs und Webseiten erkennen und schließen könnt, damit die Performance nicht leidet. Daneben gibt es die GX Corner, ein Gaming-Hub speziell für Spiele-Releases, Spiele-News und Spielvorschläge. Vielleicht findet ihr da auch Games, die ihr als nächstes spielen wollt. Nicht zuletzt sind in der anpassbaren Seitenleiste viele Kanäle und Messenger integriert. So könnt ihr schnell Instagram und Twitter checken, ohne ein Browserfenster zu öffnen. Übrigens gibt es Opera GX auch fürs Handy und diese Version könnt ihr mit der Desktop-Version verknüpfen, um zum Beispiel offene Tabs am PC direkt am Handy zu öffnen. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem schnellen Browser seid, der wirklich innovative Funktionen bietet und auch noch kostenlos ist, dann schaut unten in die Videobeschreibung und holt euch Opera GX. Wenn wir uns nämlich die Verpackung der PS5 mal genauer anschauen, dann sehen wir ja hier allerlei interessante Features, was alles das Gerät kann. Und vor allen Dingen geht es eigentlich gleich um einen Hinweis vorne auf der Verpackung. Wir sehen hier einerseits natürlich HDR, wir sehen hier 4K bei 120 Hertz und wir sehen 8K. Und 8K ist ein Problem. 8K haben wir nicht auf der PS5. Genau, und das ist für mich etwas, wo ich wirklich jetzt so langsam denke, ich habe ein Problem damit. Es ist ein Werbeversprechen, das von Tag 1 auf dieser Packung hier ganz groß drauf gedruckt ist. Es wurde angekündigt, dass die PS5 8K kann. Das Problem ist ja nicht, dass es nicht von Anfang an möglich war. Das sehe ich noch ein. Es mussten vielleicht noch ein paar Systemupdates und so weiter. Aber 2 Jahre nach Release immer noch nicht. Immer noch kein Systemupdate da, das endlich 8K, natives 8K liefert. Sehe ich jetzt schon ein Problem, dass das groß auf der Packung beworben wird. Und vor allem, es ist auch nicht in Sicht, dass 8K irgendwann kommen wird. Also ich behaupte mal eher weniger, aber ich frage mich jetzt gerade, warum haben sie es draufgeschrieben? Das ist mein Punkt. Das Ding ist, es wäre ja theoretisch möglich. Aber dann würde es sehr, sehr viele Einbußen geben in anderen Punkten. Framerate und so weiter. Worum es mir geht, ist ja eigentlich das Thema HDMI-Standard mal wieder. Weil eigentlich ist ja im HDMI 2.1 Standard mit die 8K-Lösung mit drin. Und scheinbar habe ich jetzt das Gefühl, dachte sich irgendjemand bei Sony, ach, die PS5 unterstützt ja HDMI 2.1. Das heißt, dann kann die ja auch 8K. Dann schreiben wir das ja auf die Verpackung drauf. Na gut, also HDMI 2.1 ist ja eigentlich, gibt übrigens ein sehr interessantes Video von mir zu diesem Thema. Eigentlich seit der Änderung dieses Jahr nicht wirklich existent. Das heißt, eigentlich jede Kaffeemaschine darf sich HDMI 2.1 Standard draufschreiben, wenn sie die Lizenz bezahlen, denn es gibt keine Voraussetzungen für diese Lizenz. Ja, ist korrekt. Das bedeutet eigentlich, dass Sony mit der PS5 tatsächlich korrekt das integriert hat, HDMI 2.1, weil sie können ja sagen, wir benutzen bloß die und die Auflösung. Ja, genau. Also für mich ist, der Punkt ist, für mich ist HDMI, dieser Standard, eigentlich gestorben. Deswegen möchte ich den auch immer ungern in den Mund nehmen, weil er existiert nicht. Es ist einfach eine Lizenz geworden, die einfach gegen Geld vergeben wird. Und deswegen schaue ich mir immer eher die Features an. Das bedeutet, was für Features hat das Gerät und welche nicht. Und hier wird eben eindeutig
eindeutig mit 8K geworben und die PS5 kann aber keine 8K momentan ausspielen. Ja, und das ist ein Problem, weil selbst im Systemmenü, man kann maximal auf 4K gehen bei 120 Hertz, das ist ja auch auf der Verpackung drauf. VRR geht inzwischen, aber man kann nicht komplett eben auf die nächsthöhere Stufe von UHD gehen. Und da fragt man sich natürlich, ja, ginge denn das? Also rein theoretisch natürlich ja. Am PC beispielsweise mit einer modernen Grafikkarte kann man eigentlich durchaus 8K ansprechen. Da gibt es wiederum ein Video auf meinem Kanal drüben zum Thema 8K am PC, was tatsächlich geht, mit der entsprechenden Hardware-Power, was beeindruckend aussieht, mit der entsprechenden Diagonale. Aber dazu braucht es halt auch eine wirklich moderne Grafikkarte, die dann wohl schon wieder ein Mehrfaches von der Konsole kostet. Genau, also es ist theoretisch ja möglich, 8K-Inhalte auszuspielen, 8K-Inhalte auf einem Fernseher anzuschauen, auf einem 8K-fähigen Fernseher. Ob es denn jetzt notwendig ist, ob man jetzt einen Unterschied von 4K zu 8K sieht oder man das überhaupt braucht, ist jetzt mal ein anderes Thema, das sei jetzt mal dahingestellt. Mir geht es einfach nur um die technische Möglichkeit, dass es machbar ist. Und deswegen frage ich mich, warum Sony das nicht nachholt mit einem Systemupdate und warum einfach aus dem Gesichtspunkt gesehen, dass sie eben damals ein 8K-Logo auf ihre Packung drucken und das heute immer noch nicht auf die Reihe gebracht haben. Ich denke, der Grund sind einfach die Spiele, nicht die Technik. Ich denke, Sony könnte ganz easy den Schalter umlegen und sagen, hier ist es 8K und dann stellt man plötzlich fest, ja Mist, es gibt ja gar kein Spiel, das 8K unterstützt. Ja, das ist natürlich richtig und wie gesagt, das ist wieder jetzt so das Thema, braucht man es überhaupt? Aber wenn ich doch 8K auf meine Packung schreibe, dann schaue ich doch, dass ich möglichst schnell dieses Feature auch liefere, denn das ist sonst ein Werbeversprechen, das eigentlich nicht eingehalten wird. Und da sehe ich irgendwie ein Problem, weil das einfach auf der Verpackung eine Lüge draufsteht momentan. Und das ist eigentlich nicht zulässig. Das ist gefährlich, was hier gemacht wird eigentlich und auch seit Jahren so weiter gehandhabt wird. Also mich wundert auch, dass noch niemand irgendeine Klage eingereicht hat, dass das versprochene Feature auf der Verpackung nicht geliefert wird. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal noch auf die Technik eingehen. Würde es 8K überhaupt Sinn machen? Also im Konsolenbereich würde ich sagen, nein. Ich hatte dazu auch schon wieder ein Video, weil wir eigentlich aktuell eher gucken, dass wir bei Spielen möglichst auf eine 4K-Auflösung gehen. Meistens ist es darunter und dass wir eine stabile Bildrate haben. Das ist eigentlich, finde ich, fast noch wesentlicher. Eine gescheite Bildrate anstatt auf eine 8K-Auflösung, die vielleicht ruckelt. Das will ja auch keiner. Nichtsdestotrotz, es gibt tatsächlich ein paar Ausnahmen. Zumindest eine Ausnahme fällt mir ein. Ein Spiel, das tatsächlich in 8K läuft, zumindest intern, mit interner Auflösung, nämlich The Tourist. Das ist so ein nettes Indie-Spiel mit einer, ich sag mal, relativ stylischen Block-Grafik. Und entsprechend können lassen die Macher diese Spiele in 8K berechnen und geben es dann in 4K aus, weil es ja nicht anders geht. Aber das wäre zum Beispiel ein Spiel, das in 8K einfach so laufen würde. Das ist jetzt natürlich nur ein Spiel, was momentan möglich wäre. Aber wenn sie eben die 8K-Ausgabe freischalten würden, hätten sie zumindest das Werbeversprechen gehalten, was auf der Packung steht. Und die Frage ist jetzt, wird 8K jetzt überhaupt noch kommen auf der PS5? Wir sind jetzt schon 2 Jahre nach Release. Also eigentlich schon mitten im Konsolenleben. Wir stehen ja nicht mehr am Anfang. Also ich denke nicht, es sei denn, es gäbe noch eine einzige Möglichkeit. Also ich denke, dass die PS5 so technisch ausgereift sie ist, nicht vernünftige Spiele in 8K herausrendern kann. Eben nur so, ich sage jetzt mal, Spiele mit simplerer Grafik. Ich denke, Sony wird sich das noch weiter vorbehalten, denn vielleicht entwickeln sie auch noch so eine Art Hochskalierungsverfahren, ein Upscaling, so wie es bereits im PC-Bereich gibt, von Nvidia zum Beispiel mit DLSS, was ja Cloud-basiert ist. Das heißt, damit kann man quasi eine niedrigere Auflösung rendern, per Cloud hochrechnen lassen und das sieht unglaublich gut aus. Das sieht nicht verwaschen aus, sondern richtig gut. Wenn sie das irgendwie vielleicht hinkriegen, dann könnten sie auch 8K quasi eine 8K-Auflösung. Wobei ich jetzt sagen muss, in Sachen Cloud-Lösungen würde ich das eher Microsoft zutrauen mit ihren Cloud-Lösungen anstatt Sony. Aber wer weiß, also ich will jetzt mal nichts irgendwo schwarz malen. Nein, also es bleibt noch offen, ob das Werbeversprechen irgendwann jetzt noch eingelöst werden wird oder nicht. Aber eins habe ich noch, und zwar, es ist natürlich auch ein Problem, die Verbreitung von 8K. Erstens, kein Mensch hat einen 8K-Fernseher. Also die wenigsten Leute haben so etwas. Und wenn man einen 8K-Fernseher hat, der auch entsprechend teuer ist, dann fragt man sich natürlich, ja, was mache ich jetzt damit? Weil es gibt nahezu keine 8K-Inhalte. Es gibt
eine Handvoll Demos und Serien sogar. Das Boot, 3. Staffel beispielsweise, gibt es in 8K. Aber ansonsten maximal ist eben 4K drin bei Medien. Und bei den Games, ja, aktuell, wie erwähnt ja auch, es sei denn eben, ihr habt einen entsprechenden Power-PC, mit dem ihr das Ganze hochfahren könnt auf eine 8K-Auflösung. Aber das, wie gesagt, das haben die allerwenigsten. Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, eigentlich hat man über 4K vor 5 Jahren genauso gesprochen. Also ich glaube schon, dass das jetzt langsam kommen wird. Eben, das ist das Thema, braucht man es überhaupt? Sieht man überhaupt noch einen Unterschied? Das ist ja mal, ja, für jeden, der jetzt irgendwie sagt, mir ist 8K wichtig, der andere sagt, mir ist 8K nicht wichtig. Das ist auch viel Geschmackssache. Aber ich habe einfach, wie gesagt, immer noch das Problem, dass eben, wenn auf der Packung draufsteht, dass es 8K und es ist kein 8K drin. Es steht auch auf der Packung, es ist eine PS5 drin und jetzt stell dir vor, da wäre keine PS5 drin. Also mal ganz, ganz, ganz krass übertrieben gesagt. Damit habe ich das Problem und uns würde auch interessieren, wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das problematisch, dass auf der Packung 8K steht und die PS5 bis heute noch kein 8K ausspielen kann? Oder denkt ihr euch, in der Werbung wird viel erzählt und naja, egal, muss man nicht alles glauben. Fakt ist, es ist tatsächlich nicht wirklich zulässig, aber Sony wird da wahrscheinlich sich rausreden mit, das kommt noch. Glaubt ihr, das kommt noch bald? Also schreibt gerne, was ihr dazu denkt, unten in die Kommentare. Wir sind sehr, sehr gespannt und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne auch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video.